Hallo meine lieben Pfeifenfreunde und herzlich willkommen zu meinem heutigen aktuellen Video. Heute möchte ich euch einmal einen Tabak der American History Mixtures von DTM Daan Tobacco vorstellen. Aus dieser Reihe gibt es ja verschiedene Tabake und den Patriot Flake, den ich bereits seit einigen Jahren rauche, habe ich auch bereits vorgestellt. Heute möchte ich euch jedoch eine Mixture vorstellen, die mir ebenfalls sehr gut zusagt und von der ich denke, dass sie doch den einen oder anderen Liebhaber finden wird. Hier ist die Dose nochmal. Es ist von DTM Daan Tobacco aus der American History Mixture Serie der Independence. Independence, zu Deutsch die Unabhängigkeit, ist auch genau das Thema, das eben halt hier Hintergrund für die Kreation dieser Tabake war. Und zwar die Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten von Amerika, immerhin am 4. Juli 1776 und nach wie vor Jahrestag in den Staaten, der immer noch groß gefeiert wird. Der Independence ist hierbei ein Virginia Flake, der aufgerieben wurde und mit einer kleinen Prise Latakia verfeinert wurde, laut der offiziellen Beschreibung, und das Ganze auch mit leicht fruchtigen Noten. Doch ich würde sagen, in gewohnter Weise, bevor ich jetzt auf das eigentliche Review eingehe, schauen wir uns den Tabak doch erst einmal etwas genauer an. Wie schaut der Tabak aus? Wie wird er in der Dose dahergereicht? Und gehen dann entsprechend in gewohnter Weise zum eigentlichen Review über. Von daher wünsche ich euch viel Spaß und bis gleich. Hier ist sehr schön zu erkennen, wie dieser Ready Rub Flake hier entsprechend in der Dose eingebracht ist. Und bei genauerem Hinsehen sieht man halt auch eben überdeutlich, dass es sich hierbei ganz klar um einen Ready Rub basierend auf Virginia Tabaken handelt. Und zwar vornehmlich aus sehr hellen Virginias. Nur bei genauerem Hinsehen kann man immer wieder auch dunklere Anteile entdecken, die ganz klar auf die kleinen Anteile des enthaltenen Latakia zurückzuführen sein dürften. Ich habe mich dazu entschlossen, für dieses Review dieses Peterson System Standard PPP 302 zu verwenden, das mit einem gut mittleren Füllvolumen daherkommt. Es ist eines der ältesten Peterson Produkte oder Peterson Pfeifchen, das ich habe. Und ich habe den Tabak lediglich in die Hand genommen, ein kleines Päckchen draus geformt, dieses in den Pfeifenkopf eingedreht, oben nicht zu fest angedrückt, und man sollte auch darauf achten, den Tabak nicht zu fest in die Pfeife einzubringen. So, jetzt habt ihr den Tabak gesehen. Holen wir ihn nochmal kurz aus der Dose raus. Hier ist die Dose. Papierbeutel, innen drin der Tabak, in gewohnter Weise abgedeckt von dem Blatt der Windrose. Da haben wir es. Wenn wir die Dose öffnen, offenbart sich einem halt hier der Ready Rub Virginia. Und wie ihr hier sehen könnt, auch schon zuvor gesehen habt, er kommt doch sehr, sehr hell daher. Und wenn wir an der Tabakdose riechen, dann kommt einem trotz des Latakia jetzt nicht diese geballte Latakia-Bombe entgegen. Sondern wenn wir an dem Tabak riechen, dann kommen einem erstmal fruchtige Noten in die Nase.
Ein fruchtiges Aroma, das mich so ein bisschen an Trockenobst oder an Feigen erinnert. Und auch so ein bisschen Ähnlichkeit vom Duft hat, wie beispielsweise auch der Patriot Flake aus der gleichen Tabakreihe. Es ist also davon auszugehen, dass eben als Grundlage für diesen Tabak vor allem süße Virginias dienen, die eben zu einem Flake oder besser gesagt zu einem Block gepresst, zu einem Flake geschnitten und später zu einem Ready Rubbed aufgerieben worden sind. Und man spürt trotz allem auch einen ganz leichten Hauch eines Latakia, der aber wirklich nur sehr subtil im Hintergrund zum Tragen kommt. Also vom ersten Eindruck her ein sehr guter Eindruck und aus meiner Sicht auch schon vom ersten Eindruck her definitiv ein Tabak, den man einem Umsteiger empfehlen kann, der zum ersten Mal Latakia rauchen möchte und eben nicht gleich mit der geballten Ladung des kräftigen Latakia überrascht werden will. Doch ich würde sagen, gehen wir jetzt zum eigentlichen Review über. Wie man hier schön erkennen kann, der Tabak bäumt sich doch recht stark auf. Es empfiehlt sich daher auf jeden Fall etwas Platz zum Rand zu lassen. Wunderbar. Auch hier wieder, Oberfläche ist schön geglättet. Sorgen wir nun also für den gleichmäßigen Abbrand. Dadurch, dass der Tabak auf Virginia-Tabaken basiert, ist es halt auch normal, dass man beim Anzünden immer erst so ein leicht bitteres Aroma dabei hat. Doch das verschwindet bereits nach kurzer Weile, nach wenigen Sekunden, und man bekommt danach direkt so wirklich einen Latakia-Geschmack in den Mund, aber halt vor allem basierend auf einem Virginia-Tabak, der doch eine gewisse Süße mit sich bringt. Der Rauch ist weich, er ist mild. Man kann den Latakia sehr schön herausschmecken. Es ist nun einmal ein sehr dominanter Tabak und auch trotz der nur kleinen Portion, die hierin definitiv enthalten ist, kann man ihn doch wirklich richtig gut spüren. Und ich finde, DTM Dun Tobacco ist hierbei eine wirklich sehr gute Balance gelungen. Der Latakia tritt nicht brachial in den Vordergrund und übertüncht alles andere, aber er ist auch nicht im Hintertreffen. Sprich, die Süße des Virginias übertropft nicht alles. Also es ist wirklich ausbalanciert. Man hat auf der einen Seite die Süße des Virginias mit einem leicht fruchtigen Casing, das ja vom Duft her und auch ein bisschen vom Geschmack her an Trockenobst erinnert. Und der Geschmack erinnert mich auch so ein bisschen, wie gesagt, an Feigen. Aber da ist auch noch ein Geschmack dabei, der mich so ein bisschen an Honig erinnert. Es ist also eine Mischung aus meiner Meinung, ein Virginia, vermutlich aromatisiert mit Honig und einem Feigencasing, das Ganze mit etwas Latakia zusammen verfeinert und als Ready Rub Mixture auf den Markt gebracht. Also eine sehr interessante Mischung, die mir persönlich sehr, sehr gut gefällt.
Bedingt durch die groben Fasern des Ready Rub glimmt der Tabak schön kühl herunter. Und ein wirklich behutsames Ziehen am Tabak bzw. Ziehen an der Pfeife vorausgesetzt, kann man hier wirklich dann den Tabak, die Süße der Virginias, die Würze des Latakia in Verbindung mit diesem fruchtigen Casing, das mich so ein bisschen an Feigen und Honig erinnert, wirklich genießen. In der Beschreibung heißt es ja, dass die Raumnote sehr angenehm sein soll. Und ich muss sagen, ja, in der Tat. Die Raumnote ist wirklich sehr, sehr angenehm, vor allem wenn man eben bedenkt, dass hierbei Latakia verwendet worden ist. Latakia wird ja von vielen Pfeifenrauchern beschrieben als ein Geruch nach abbrennenden Autoreifen, nach alten Schuhen, wie auch immer. Doch auch beim Abgang durch die Nase merkt man halt eben, es ist kein stinkender Tabakrauch, er riecht wirklich gut. Die Konditionierung durch DTM Dahn Tobacco ist ohnehin im Regelfall immer perfekt, was den Tabak angeht. Das heißt, er ist nicht zu feucht, er ist nicht zu trocken, sondern ist wirklich immer, wenn man ihn kauft, im idealen Zustand. Und was vor allem die Haupteigenschaft bei DTM Dahn Tobacco ist, der Tabak hält sein Aroma von Anfang bis zum Ende. Meiner Meinung nach ist der Independence einer der Tabake, die ich besten Gewissens empfehlen kann, wenn jemand noch nie in seinem Leben Latakia geraucht hat, wenn er eher der Virginia-Genießer ist oder aber, wie in meinem Fall sogar, von vornherein von den Aromaten herkommt. Der Latakia ist präsent, man kann ihn schmecken, man kann ihn definitiv herauserkennen. Doch man wird halt eben durch seine Würze, durch seine Präsenz nicht förmlich erschlagen, sondern man hat eben mit dem Independence die Möglichkeit, sich langsam, aber sicher an den Latakia heranzuwagen, um dann halt eben durch andere Tabake, die es gibt, entsprechende Steigerungen zu erfahren. Ich denke da beispielsweise an den Plum Cake von Mac Baren. Ich denke dabei aber halt auch an den My Mixture 965 aus dem Hause Dunhill. Und ich denke, diese Reihe findet dann ihren krönenden Abschluss mit einem anderen Tabak aus der American History Mixture Serie, nämlich dem Old Ironsides, bei dem es sich ja um einen Latakia Flake handelt, und zwar einen, der richtig mächtig Wumms hat, der auch nicht umsonst so dunkel gefärbt ist. Ich bin bereits auf eure Meinung gespannt. Mich würde schon brennend interessieren, wer von euch den Independence vielleicht selbst schon geraucht hat. Was haltet ihr denn von dieser Mischung aus leichter Fruchtigkeit, basierend halt eben auf einem offiziellen, also offensichtlichen Virginia mit Feigencasing und meiner Meinung nach auch einem Hauch Honig in Verbindung mit der Würze des Latakia? Mir persönlich gefällt er ja sehr gut, aber Geschmäcker sind ja nun mal verschieden. Ich bin auf euer Feedback gespannt. Mich würde wirklich brennend interessieren, was haltet ihr von dem Tabak? Wie ist eure Meinung dazu? Und ansonsten in gewohnter Weise danke ich euch herzlich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch weiterhin viel Spaß mit euren Pfeifen und mit euren Tabaken. Wir sehen uns definitiv wieder auf diesem Kanal hier. Happy Puffing und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.